Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Heute geht es um das Thema List. Ich zeige euch, wie man eine List definiert und danach, wie man Variablen in die Liste hinzufügt. List int list ist gleich new list und der Datentyp int. Dann schreiben wir list.add 2, list.add 1, list.add 4 und list.add 7. Wir können es auf zwei Varianten auf der Konsole anzeigen lassen. Entweder wir machen eine extra Variable, int Wert 1 ist gleich list eckige Klammer 0, da erhalten wir den Wert 2. Oder wir geben das Ganze so aus, indem wir console.writeLine list eckige Klammer 0 ausgeben. Dann erhalten wir jeweils den Wert 2 auf der Konsole. Wie wir hier sehen können, haben wir den Wert 2. In Zeile 14 habe ich hier eine Zwischenvariable Wert 1 hinzugefügt und ich speichere list eckige Klammer 0, also 0 ist in dem Fall dieser Wert hier, was zuerst in die Liste hinzugefügt wird, und dann haben wir den Wert hier 2. Und wenn wir das ausführen, haben wir ja gesehen, erhalten wir das auf der Konsole, den Wert 2. Geben wir dann List 1 aus auf der Konsole, dann erhalten wir den Wert 1. Und wenn wir dann List 2 ausgeben, erhalten wir den Wert 4. Und wenn wir den Wert 3 ausgeben, dann erhalten wir den Wert 7. Und wie wir hier in der Konsole sehen, 2, 1, 4 und 7. Um einen Wert zu verändern, müssen wir ganz einfach list eckige Klammer 0 ist gleich den veränderten Wert, in dem Fall 12, in list eckige Klammer 0 speichern. Und wir geben das auf der Konsole aus mit einer For-Each-Schleife. Dafür definieren wir eine For-Each-Schleife. For-Each, runde Klammer, int I in list, Klammer zu und geschweifte Klammer. Und dann geben wir console.writeLine I aus. Führen wir das Programm jetzt aus, dann erhalten wir die Werte 12, den veränderten Wert, 1, 4 und 7 auf der Konsole. Zur Übersicht habe ich das hier hinzugefügt und das hier, damit man das unterscheidet auf der Konsole. Jetzt zeige ich euch noch ein Anwendungsbeispiel. List String Motorrad beispielsweise ist gleich neoList String. Und wir möchten jetzt auch Werte hinzufügen. Das heißt, wir brauchen hier geschweifte Klammer. Der erste Wert ist Honda, Suzuki und Ducati. Und das gleiche Spiel auch hier. Wir geben mit einer For-Each-Schleife das Ganze aus. For-Each String Name in Motorrad, geschweifte Klammer, console.writeLine Name. Führen wir das Programm jetzt aus, dann erhalten wir Honda, Suzuki und Ducati auf der Konsole. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie man eine Listenanzahl anzeigen lassen kann. Und zwar, wenn man hier beispielsweise console.writeLine list.count eingibt und wir führen das Programm aus, dann erhalten wir den Wert 4. Wir haben nämlich hier 4 Werte in der Liste drin stehen. Ich hoffe, ihr habt das Thema verstanden, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.